Stoppen Sie jetzt alles. Wenn Sie denken, dass antike Philosophie für das wirkliche Leben nutzlos ist, liegen Sie völlig falsch. In den nächsten Minuten werde ich beweisen, dass ein Mann, der vor über 2400 Jahren starb, die Antworten auf Ihre größten Probleme heute hat, genau in diesem Moment, egal ob Sie Deutscher oder aus irgendeinem anderen Teil der Welt sind. Ich bin Experte für angewandte Philosophie und werde Ihnen zeigen, wie Sokrates, der griechische Philosoph, der nie ein einziges Wort schrieb, aber die Welt für immer veränderte, Ihre Karriere, Ihre Beziehungen, Ihre finanziellen Entscheidungen und sogar Ihre geistige Gesundheit jetzt transformieren kann. Bleiben Sie bis zum Ende, denn ich werde praktische und konkrete Beispiele geben, die Sie heute anwenden können. Keine nutzlose abstrakte Theorie, sondern echte Werkzeuge, die Ihr Leben verändern werden. Wie deutsche Unternehmer die sokratische Methode für maximalen Erfolg nutzen. Sokrates wurde um 470 vor Christus in Athen geboren. Er war der Sohn eines Bildhauers und einer Hebamme, einfache Berufe, nichts von Adel oder Privilegien. Er selbst sagte, dass seine Mutter ihm die wichtigste Kunst seines Lebens beigebracht hat, denn so wie sie Frauen half, Babys zur Welt zu bringen, half er Menschen, Ideen zur Welt zu bringen. Dieser Vergleich ist genial und ich werde zeigen, wie man das in der Praxis anwendet. Das Erste, was wir über Sokrates verstehen müssen, ist, dass er in einem Athen des 5. Jahrhunderts vor Christus lebte, das in vielerlei Hinsicht genau wie unsere moderne Gesellschaft war. Es gab Fake News, korrupte Politiker, junge Menschen, die über ihre Zukunft verwirrt waren, Menschen, die von Geld und Status besessen waren, falsche Beziehungen, die auf Äußerlichkeiten basierten. Sokrates stand all dem gegenüber und schuf Werkzeuge, um mit diesen Problemen umzugehen, die perfekt heute funktionieren. Die sokratische Methode ist nicht kompliziert. Sie ist tatsächlich einfach und kraftvoll. Sie basiert darauf, Fragen zu stellen, anstatt Antworten zu geben. Klingt so einfach. Sie werden sehen, wie revolutionär das in der Praxis ist. Stellen Sie sich diese reale Situation vor, die jeden Tag passiert. Sie sind in einer Arbeitsbesprechung in Ihrem Unternehmen in Berlin, München oder irgendeiner deutschen Stadt. Ihr Chef präsentiert ein neues Projekt und alle stimmen sofort zu. Niemand hinterfragt etwas. Sie haben Zweifel, schweigen aber, weil sie nicht negativ erscheinen oder Konflikte schaffen wollen. Riesiger Fehler. Sokrates lehrt uns, dass Zustimmen ohne zu hinterfragen der schnellste Weg zum Desaster ist. Er konfrontierte die mächtigsten Politiker Athens mit einfachen Fragen, die Widersprüche aufdeckten. Lassen Sie uns das in der Praxis anwenden. Beim nächsten Meeting, anstatt automatisch zuzustimmen oder aggressiv zu widersprechen, nutzen Sie die sokratische Methode. Wenn Ihr Chef das Projekt präsentiert, stellen Sie echte, neugierige Fragen, keine Fangfragen. Wenn er zum Beispiel vorschlägt, ein neues Produkt auf dem deutschen Markt ohne vorherige Forschung zu lancieren, können Sie auf sokratische Weise so fragen: Ich verstehe die Begeisterung für das Produkt, aber könnten wir gemeinsam erkunden, was wir über die aktuellen Bedürfnisse unserer deutschen Kunden wissen? Welche Beweise haben wir, dass sie genau dieses Produkt jetzt brauchen? Sehen Sie den Unterschied. Sie haben nicht gesagt, dass das Projekt schlecht ist. Sie haben Ihren Chef nicht kritisiert. Sie haben einfach eine Frage gestellt, die alle zwingt, tiefer nachzudenken. Das ist reine Sokrates angewendet auf die moderne Unternehmenswelt. Sokrates hatte einen berühmten Satz, den alle kennen, aber nur wenige verstehen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Die meisten Menschen denken, das sei falsche Bescheidenheit oder fromme Demut. Falsch. Es ist eine der kraftvollsten und praktischsten Aussagen in der Geschichte der Philosophie. Ich werde es mit einem konkreten deutschen Beispiel erklären. Stellen Sie sich vor, Sie suchen eine Wohnung in Frankfurt zu kaufen. Sie besichtigen mehrere Immobilien, sprechen mit Maklern,
lesen Online-Artikel über den Immobilienmarkt. Nach 3 Wochen denken Sie, Sie verstehen alles über den Markt und treffen eine schnelle Entscheidung, eine bestimmte Wohnung zu kaufen. Stopp! Wenden Sie hier Sokrates an. Die sokratische Weisheit würde sagen, selbst nach 3 Wochen Recherche, was wissen Sie wirklich? Kennen Sie alle Stadtteile von Frankfurt? Verstehen Sie die Markttrends der nächsten 5 Jahre vollständig? Wissen Sie alles über die Gebäudestruktur, die Nachbarn, die städtischen Entwicklungspläne der Region? Die ehrliche Antwort ist nein. Und das anzuerkennen ist keine Schwäche, es ist Stärke. Denn wenn Sie die Grenzen Ihres Wissens anerkennen, treffen Sie bessere Entscheidungen. Sie stellen mehr Fragen, beauftragen einen professionellen Gutachter, sprechen mit langjährigen Bewohnern des Viertels, recherchieren gründlicher, bevor Sie den Vertrag unterschreiben. Die meisten Menschen, die bei schlechten Investitionen Geld verlieren, die falsche berufliche Entscheidungen treffen, die in katastrophale Beziehungen geraten, tun dies, weil sie zu sicher sind, nicht weil sie Zweifel haben. Sokrates lehrt uns, dass intelligenter Zweifel wertvoller ist als dumme Gewissheit. Jetzt kommen wir zu etwas noch praktischerem und persönlicherem: Beziehungen. Sokrates war mit Xanthippe verheiratet, die den Ruf hatte, schwierig und temperamentvoll zu sein. Historiker erzählen Geschichten über ihre ständigen Diskussionen. Aber Sokrates nutzte seine Philosophie sogar in häuslichen Konflikten, und wir können viel daraus lernen. Stellen Sie sich diese häufige Szene in jeder modernen Beziehung vor, sei es in Hamburg, Stuttgart oder irgendwo anders. Sie kommen nach einem stressigen Arbeitstag nach Hause. Ihre Frau oder Ihr Mann beschwert sich, dass Sie immer beschäftigt sind, dass Sie nicht genug Zeit mit der Familie verbringen, dass Sie nur an Arbeit denken. Ihre erste Reaktion ist, sich zu verteidigen. Ich arbeite für die Familie. Jemand muss die Rechnungen bezahlen. Sofortiger Konflikt. Wenden Sie jetzt die sokratische Methode in dieser exakten Situation an. Anstatt sich sofort zu verteidigen, stellen Sie Fragen mit echter Neugier. Wenn du sagst, dass ich nicht genug Zeit verbringe, wie viel Zeit fühlst du, dass wir zusammen brauchen, damit du dich mit mir verbunden fühlst? Was bedeutet Qualitätszeit speziell für dich? Gab es diese Woche einen Moment, in dem du das Gefühl hattest, dass wir wirklich füreinander da waren? Sehen Sie die Magie, die passiert. Erstens zeigen Sie, dass Sie sich wirklich um die Gefühle der anderen Person kümmern. Zweitens verwandeln Sie eine vage Anschuldigung in ein spezifisches und konstruktives Gespräch. Drittens schaffen Sie Raum für Verständnis statt Konflikt. Sokrates tat dies ständig in Athen. Wenn ihn jemand beschuldigte, verteidigte er sich nicht aggressiv. Er stellte Fragen, die die Person dazu brachten, über ihre eigenen Annahmen nachzudenken. Und das funktionierte so gut, dass er treue Anhänger für sein ganzes Leben gewann. Kommen wir zur modernen digitalen Welt, etwas, das Sokrates offensichtlich nie erlebt hat, aber dessen Prinzipien perfekt anwendbar sind. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf Twitter oder Facebook und sehen einen politischen Beitrag, mit dem Sie völlig nicht einverstanden sind. Der Beitrag sagt etwas wie: Alle deutschen Politiker sind korrupt und inkompetent. Die typische Reaktion ist, aggressiv zu kommentieren und ihre Position zu verteidigen oder die Person einfach zu beschimpfen. Das funktioniert nie. Es schafft nur mehr Spaltung und Wut. Wenden Sie Sokrates an. Stellen Sie eine echte Frage. Wenn Sie alle Politiker sagen, schließt das buchstäblich alle ein? Kennen Sie die Geschichte oder Arbeit jedes deutschen Politikers, um diese Aussage machen zu können? Welche spezifischen Beweise haben Sie? 90% der Zeit wird die Person erkennen, dass sie eine übertriebene Verallgemeinerung gemacht hat. Sie haben die Person nicht angegriffen, Sie haben sie nicht gedemütigt, Sie haben einfach Fragen gestellt, die Sie zum tieferen Nachdenken eingeladen haben. Das ist sokratische Weisheit angewendet auf soziale Medien. Eine der mächtigsten Techniken von Sokrates war die Maiotik, ein Wort, das aus dem Griechischen stammt und Hebammenkunst bedeutet. Erinnern Sie sich, dass seine Mutter Hebamme war? Er nutzte diese Metapher,
um seine Methode zu erklären. Er legte den Menschen kein Wissen hinein, er half den Menschen, das Wissen zu entdecken, das bereits in ihnen war. Wie wendet man das im modernen, realen Leben an? Stellen Sie sich vor, Sie sind Eltern eines 16-jährigen Teenagers in Köln, der verwirrt darüber ist, welche Karriere er einschlagen soll. Er mag es zu zeichnen, aber die Großeltern sagen, dass Kunst kein Geld bringt, dass er Ingenieur oder Arzt werden sollte. Er ist völlig verloren und bittet sie um ihre Meinung. Die nicht-sokratische Antwort wäre: Folge deinem Herzen oder sei praktisch und wähle Medizin. Beide sind nutzlos, weil sie einfach ihre Sicht auf ihn projizieren. Die sokratische Antwort ist, Fragen zu stellen, die ihm helfen, seine eigene Antwort zu entdecken. Fragen Sie: Wenn du zeichnest, wie fühlst du dich? Was genau am Zeichnen zieht dich an? Hast du schon die verschiedenen Karrieren recherchiert, die Kunst in der modernen Welt beinhalten? Grafikdesign, digitale Animation, Architektur. Alle nutzen künstlerische Fähigkeiten auf unterschiedliche Weise. Kennst du Fachleute in diesen Bereichen? Hast du schon mit ihnen über den Alltag gesprochen? Wenn du dir dein Leben in 10 Jahren vorstellst, was lässt dich erfüllter fühlen? Viel Geld zu haben, aber eine Arbeit zu machen, die dich nicht begeistert, oder genug Geld zu haben, während du etwas tust, das du liebst? Sehen Sie, wie diese Fragen Ihren Sohn befähigen, seine eigene informierte Entscheidung zu treffen, anstatt einfach der Meinung einer anderen Person zu gehorchen. Das ist sokratische Maiotik angewendet auf moderne Bildung. Sokrates hatte auch starke Überzeugungen über Ethik und Tugend. Er glaubte, dass niemand absichtlich Böses tut, dass Menschen nur falsche Dinge aus Unwissenheit tun. Klingt das naiv? Tatsächlich ist es zutiefst praktisch. Stellen Sie sich diese Situation im deutschen Arbeitsumfeld vor. Sie entdecken, dass ein Kollege Ihr Projekt sabotiert, Lügen über Sie beim Chef verbreitet, versucht, Anerkennung für Ihre Arbeit zu stehlen. Ihre erste Reaktion ist Wut, Wunsch nach Rache, Wunsch, diese Person öffentlich bloßzustellen. Wenden Sie für einen Moment die sokratische Perspektive an. Warum handelt diese Person so? Sokrates würde sagen, weil sie etwas Wichtiges ignoriert. Vielleicht ignoriert sie, dass wahrer Erfolg aus Zusammenarbeit kommt, nicht aus destruktivem Wettbewerb. Vielleicht ignoriert sie ihren eigenen Wert und muss deshalb andere herabsetzen. Vielleicht ignoriert sie die langfristigen Konsequenzen ihrer Handlungen. Wie verändert es ihre Reaktion? Anstatt Rache zu suchen, können Sie ein direktes und sokratisches Gespräch mit dieser Person führen. Ich habe Spannungen zwischen uns bemerkt. Können wir offen darüber sprechen, was passiert? Fühlst du, dass es unnötigen Wettbewerb gibt? Gibt es etwas, das ich getan habe, das dich beleidigt hat? Wie können wir zusammenarbeiten, so dass wir beide erfolgreich sind? Das entwaffnet die Person. Sie erwartete einen Angriff und erhielt eine Einladung zum Dialog. Und in den meisten Fällen, wenn Sie Menschen als vernunftfähige und veränderbare Wesen behandeln, anstatt als dauerhafte Feinde, reagieren Sie positiv. Sprechen wir über etwas sehr Wichtiges in der modernen deutschen Gesellschaft, die Beziehung zu Geld und Konsum. Deutschland hat eine starke Kultur des Sparens und der Finanzplanung, leidet aber auch unter modernem Konsumismus wie jede entwickelte Gesellschaft. Sokrates war berühmt dafür, extrem einfach zu leben. Er lief barfuß durch die Straßen Athens, trug jeden Tag die gleiche einfache Kleidung, sammelte keine Besitztümer an. Einmal ging er zum Markt von Athen, der voller luxuriöser Produkte aus der ganzen Mittelmeerwelt war, und sagte: Wie viele Dinge gibt es, die ich nicht brauche? Wie wendet man diese Weisheit im Deutschland von 2025 an, wo wir von Werbung bombardiert werden, von sozialen Medien, die luxuriöse Lebensstile zeigen, von Druck, das neueste Auto, das fortschrittlichste Smartphone, Markenkleidung zu haben? Das nächste Mal, wenn Sie den Wunsch verspüren, etwas Teures zu kaufen, stellen Sie die sokratischen Fragen. Brauche ich das wirklich oder will ich es nur? Welches spezifische Problem in meinem Leben löst das?
Wie viel Arbeitszeit repräsentieren diese 1000 Euro, die ich ausgeben werde? Wird mich das in 6 Monaten wirklich glücklicher machen oder ist es nur momentane Befriedigung? Wenn ich das nicht kaufe, was Schreckliches wird in meinem Leben passieren? Diese einfachen Fragen können Tausende von Euro pro Jahr sparen und, noch wichtiger, sie von der Falle des Konsumismus befreien, die so viele Menschen verschuldet und unglücklich lässt, obwohl sie viele Besitztümer haben. Ein weiteres grundlegendes sokratisches Prinzip ist, dass ein nicht untersuchtes Leben nicht lebenswert ist. Dieser Satz wurde während seines Prozesses gesagt, als er beschuldigt wurde, die Jugend zu korrumpieren und die Götter Athens zu missachten. Er zog es vor zu sterben, indem er Schirling trank, als aufzuhören, Ideen zu hinterfragen und zu untersuchen. Aber wie wendet man das an, ohne sterben zu müssen? Wir leben in einer Ära ständiger Ablenkung. Smartphones, Netflix, soziale Medien, 24-Stunden-Nachrichten, endlose Nachrichten. Die meisten Menschen verbringen ihr Leben damit, auf das zu reagieren, was um sie herum passiert, ohne jemals anzuhalten, um ihr eigenes Leben zu untersuchen. Hier ist eine praktische sokratische Übung, die alles verändern kann. Jeden Sonntagabend reservieren Sie 30 Minuten ohne Ablenkungen. Schalten Sie Ihr Handy aus. Setzen Sie sich an einen ruhigen Ort und stellen Sie sich diese sokratischen Fragen. Was habe ich diese Woche getan, das mit meinen tiefsten Werten übereinstimmt? Was habe ich getan, das diesen Werten widerspricht? Warum habe ich so gehandelt? Bringen mich die Entscheidungen, die ich diese Woche getroffen habe, der Person näher, die ich sein möchte, oder entfernen sie mich? Welche Verhaltensmuster wiederhole ich ohne zu hinterfragen? Wenn ich weiterhin genauso lebe wie diese Woche, wo werde ich in 5 Jahren sein? Bin ich damit zufrieden? Diese Fragen sind unbequem, aber genau dieses Unbehagen führt zu Wachstum. Sokrates glaubte, dass intellektuelles und moralisches Unbehagen notwendig für die menschliche Entwicklung ist. Wenn wir aufhören zu hinterfragen, hören wir auf zu wachsen. Wenden wir Sokrates auf ein sehr deutsches Problem an: die Obsession mit Regeln und Ordnung. Die deutsche Kultur ist weltweit berühmt dafür, Regeln zu befolgen, für akribische Planung, für Ordnung und Struktur. Das hat sehr positive Aspekte, kann aber auch zu Starrheit und Unfähigkeit zur Anpassung führen, wenn nötig. Sokrates hinterfragte ständig die Gesetze und Bräuche Athens, nicht um sie zu zerstören, sondern um sie zu verbessern. Er fragte, warum existiert dieses Gesetz? Erfüllt es noch seinen ursprünglichen Zweck? Gibt es einen besseren Weg, das Ziel zu erreichen? Wenden Sie das im modernen deutschen Kontext an. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einem traditionellen deutschen Unternehmen, wo man die Dinge immer auf eine bestimmte Weise gemacht hat. Es gibt einen komplizierten bürokratischen Prozess, den alle befolgen, weil es immer so war. Niemand hinterfragt. Nutzen Sie die sokratische Methode. Fragen Sie aufrichtig, was ist das Ziel dieses Prozesses? Erreicht er dieses Ziel effizient? Gab es technologische oder Marktveränderungen, seit dieser Prozess erstellt wurde? Gibt es einen einfacheren Weg, das gleiche Ergebnis zu erzielen? Was würde passieren, wenn wir es anders versuchen würden? Das ist kein Mangel an Respekt vor deutschen Traditionen, es ist tatsächlich die Art von kritischem Denken, die jedes System im Laufe der Zeit besser macht. Sokrates liebte Athen zutiefst, aber er liebte die Wahrheit noch mehr, und deshalb hinterfragte er ständig, um Athen besser zu machen. Sprechen wir über etwas sehr Aktuelles: psychische Gesundheit und Angst. Deutschland steht, wie viele entwickelte Länder, vor einer Epidemie von Angst, Depression und Burnout. Menschen leben mit ständiger Angst vor der Zukunft, gefangen in Sorgen über Dinge, die vielleicht nie passieren werden. Sokrates hatte einen faszinierenden Ansatz zum Umgang mit Ängsten und Sorgen. Er nutzte das, was wir heute Realitätstest nennen, durch Fragen. Wenn jemand eine Angst äußerte, stellte er Fragen, die der Person halfen zu untersuchen, ob diese Angst rational war. Stellen Sie sich vor, Sie sind extrem ängstlich.
weil sie morgen eine wichtige Präsentation bei der Arbeit halten müssen. Sie verlieren den Schlaf, ihr Magen dreht sich, ihr Verstand hört nicht auf, katastrophale Szenarien zu erschaffen. Wenden Sie die sokratische Befragung an. Was ist das schlimmste realistische Szenario, das passieren kann? Nicht das Horrorfilm-Szenario, sondern das schlimmste realistische. Werde ich sterben, wenn die Präsentation nicht perfekt ist? Werde ich meinen Job verlieren? Basierend worauf? Ist das schon anderen Menschen passiert, die mittelmäßige Präsentationen gehalten haben? Wenn das schlimmste realistische Szenario passiert, wie gehe ich damit um? Habe ich Ressourcen, um damit umzugehen? Habe ich schon größere Herausforderungen in meinem Leben überwunden? Wird es in 5 Jahren noch wichtig sein? Diese Fragen eliminieren die Angst nicht magisch, aber sie reduzieren drastisch die Macht, die sie über sie hat. Sie bringen Perspektive und Rationalität in einen Verstand, der von irrationaler Angst gekapert wird. Sokrates lehrt uns auch über Mut durch sein eigenes Leben. Er diente als Soldat in den Kriegen Athens und war für seine physische Tapferkeit bekannt. Aber er zeigte noch mehr intellektuellen und moralischen Mut. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern richtig zu handeln trotz der Angst. Wie wendet man das im modernen deutschen Leben an? Stellen Sie sich Situationen vor, in denen Sie wissen, was richtig ist, aber Angst vor den Konsequenzen haben. Sie arbeiten in einem Unternehmen, das etwas ethisch Fragwürdiges tut. Alle wissen es, aber niemand spricht, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren. Sie sehen Diskriminierung geschehen, schweigen aber, weil sie nicht als Unruhestifter gesehen werden wollen. Sie sind mit einer wichtigen Familienentscheidung nicht einverstanden, äußern aber keine Meinung, weil sie den Frieden bewahren wollen. Sokrates fordert uns heraus, was sind die Kosten, so zu leben? Wenn Sie ständig Ihre eigenen Werte aus Angst verraten, wer werden Sie? Können Sie sich selbst respektieren? Können Sie nachts ruhig schlafen? Sokratischer Mut ist nicht unvorsichtig. Es geht nicht darum, aggressiv oder arrogant zu sein. Es geht darum, schwierige Gespräche auf respektvolle, aber ehrliche Weise zu führen. Es geht darum, die unbequemen Fragen zu stellen, auch wenn es einfacher wäre zu schweigen. Sprechen wir über Bildung und Lernen, etwas Grundlegendes in der deutschen Kultur, die Bildung sehr schätzt. Das deutsche Bildungssystem ist robust und weltweit respektiert. Aber Sokrates erinnert uns an etwas Entscheidendes. Wahre Bildung ist nicht die Anhäufung von Informationen, sondern die Entwicklung der Fähigkeit zu denken. Viele Deutsche haben mehrere Diplome, sprechen mehrere Sprachen, haben enzyklopädisches Wissen in ihren Bereichen, haben aber nicht die Fähigkeit entwickelt, Annahmen zu hinterfragen, kritisch zu denken, ihre eigenen Überzeugungen zu untersuchen. Als Eltern, Lehrer oder einfach als lebenslange Lernende können wir die sokratische Methode anwenden. Anstatt fertige Antworten zu geben, stellen Sie Fragen, die kritisches Denken anregen. Wenn Ihr Kind fragt, warum ist der Himmel blau, anstatt sofort die wissenschaftliche Erklärung zu geben, fragen Sie: Gute Frage. Was denkst du? Hast du den Himmel zu verschiedenen Zeiten beobachtet? Hat er immer die gleiche Farbe? Wann ändert er sich? Warum denkst du, dass das passiert? Nachdem er seine eigenen Ideen erkundet hat, dann können Sie die wissenschaftliche Erklärung teilen. Aber er wird etwas noch Wertvolleres gelernt haben als die Tatsache. Er wird gelernt haben zu denken. Sokrates lehrt uns, dass der Lehrer nicht derjenige ist, der Informationen in den leeren Kopf des Schülers gießt. Der Lehrer ist derjenige, der die richtigen Fragen stellt, die die Neugier und das kritische Denken wecken, die bereits im Schüler existieren. Sprechen wir über soziale Beziehungen und Freundschaften. Sokrates hatte einen Kreis von extrem engen Freunden und Schülern: Platon, Xenophon, Alkibiades und andere. Aber er hatte auch mächtige Feinde, die ihn schließlich zum Tode verurteilten. Was können wir über Beziehungen daraus lernen? Sokrates versuchte nicht, es allen recht zu machen. Er wusste, dass nach seinen Prinzipien zu leben bedeutet, dass einige Leute sie nicht mögen werden. Und das ist okay.
In der modernen deutschen Kultur, wo es eine starke Betonung auf sozialer Konformität und Konfliktvermeidung gibt, ist das eine befreiende Lektion. Wie oft sagen Sie ja, wenn Sie Nein sagen wollen, weil Sie Angst haben, jemandem zu missfallen? Wie oft geben Sie vor, Meinungen zuzustimmen, die Sie für falsch halten, um oberflächliche Harmonie zu bewahren? Wie oft kompromittieren Sie Ihre Werte, um von einer Gruppe akzeptiert zu werden? Sokrates zeigt uns einen anderen Weg, radikale Authentizität innerhalb von Respekt. Er war mit Menschen nicht einverstanden, aber mit Respekt und durch Fragen, nicht durch persönliche Angriffe. Er behielt seine Prinzipien bei, hörte aber aufrichtig die Argumente der anderen an. In der Praxis, das nächste Mal, wenn Ihre Freundesgruppe vorschlägt, etwas zu tun, das Sie wirklich nicht wollen oder nicht für richtig halten, anstatt widerwillig zuzustimmen oder schroff abzulehnen, nutzen Sie den sokratischen Ansatz. Ich verstehe, warum ihr das machen wollt, aber lasst mich meine Perspektive teilen. Habt ihr diesen anderen Aspekt berücksichtigt? Wie würdet ihr auf diese Sorge antworten, die ich habe? Wahre Freundschaften überleben und stärken sich sogar mit dieser Art respektvoller Ehrlichkeit. Oberflächliche Freundschaften, die auf falscher Übereinstimmung basieren, brechen sowieso irgendwann zusammen. Jetzt sprechen wir über etwas sehr Praktisches, Entscheidungsfindung. Jeden Tag treffen wir Hunderte von Entscheidungen, von kleinen wie was zum Frühstück zu essen bis zu großen wie den Beruf zu wechseln oder eine Beziehung zu beenden. Sokrates hatte eine Methode, um bessere Entscheidungen zu treffen. Er nutzte das, was wir heute inneren sokratischen Dialog nennen. Wenn er vor einer wichtigen Entscheidung stand, stellte er sich die verschiedenen Perspektiven vor, stellte Fragen zu jeder und untersuchte die Antworten kritisch. Wenden wir das auf eine echte häufige Entscheidung im modernen Deutschland an. Sie haben ein Jobangebot in einer anderen Stadt erhalten. Es zahlt 30% mehr, bedeutet aber, Ihre Familie, Ihre Freunde, Ihre Komfortzone zu verlassen. Wie entscheiden? Die meisten Menschen machen eine Pro- und Kontraliste, was nützlich, aber unzureichend ist. Fügen Sie die sokratische Befragung hinzu. Was repräsentiert diese Arbeit für mich jenseits des Geldes? Geht es um berufliches Wachstum, Anerkennung, Herausforderung? Warum ist das wichtig für mich? Woher kommt diese Bedeutung? Wenn ich mir mein Leben in der neuen Stadt vorstelle, was sehe ich? Wie fühle ich mich? Und wenn ich mir vorstelle, wo ich bin zu bleiben und das Angebot abzulehnen, wie fühle ich mich? In 5 Jahren, wenn ich akzeptiere, was könnte passiert sein? Und wenn ich ablehne, welche Entscheidung wird mir mit meinen grundlegenden Werten übereinstimmen? Was ist mir in diesem Moment meines Lebens wichtiger? Sicherheit und Nähe oder Wachstum und Herausforderung? Sehen Sie, dass diese Fragen nicht die Antwort geben, sondern die Entscheidung viel klarer machen, weil sie zwingen, nicht nur die äußeren Fakten, sondern auch ihre inneren Werte und Prioritäten zu untersuchen. Sokrates hatte auch etwas Wichtiges, uns über den Umgang mit Kritik und Meinungen anderer zu lehren. Er wurde ständig kritisiert, lächerlich gemacht und schließlich wegen seiner Ideen zum Tode verurteilt. Aber er änderte seine Überzeugungen nicht aufgrund der öffentlichen Meinung. Wir leben in einer Ära, in der uns die Meinungen anderer ständig bombardieren. Soziale Medien, Online-Kommentare, Bewertungen, Likes und Dislikes. Es ist erschöpfend. Wie geht man auf gesunde Weise damit um? Sokrates Unterschied zwischen legitimer Kritik, die auf Vernunft und Argumenten basiert, und Kritik, die auf Emotion, Vorurteilen oder Unwissenheit basiert. Er nahm die erste sehr ernst und ignorierte die zweite vollständig. In der Praxis, wenn Sie jemand kritisiert, stellen Sie die sokratischen Fragen. Basiert diese Kritik auf faktischen Beobachtungen oder auf Annahmen? Hat die Person genug Wissen über die Situation, um diese Bewertung vorzunehmen? Ist die Kritik spezifisch und konstruktiv oder vage und destruktiv? Wenn ich den emotionalen Ton entferne, gibt es hier eine nützliche Wahrheit? Will diese Person mir wirklich helfen, mich zu verbessern, oder will sie mich nur herabsetzen?
Diese Fragen helfen Ihnen zu filtern, was es wert ist, berücksichtigt zu werden, versus was ignoriert werden sollte. Es geht nicht darum, arrogant oder defensiv zu sein. Es geht darum, selektiv zu sein, welche Meinungen in Ihrem Leben Gewicht haben. Sprechen wir über Zweck und Lebenssinn, Fragen, die Sokrates als grundlegend betrachtete. Er glaubte, dass jede Person einen einzigartigen Zweck hat und dass das Entdecken und Leben dieses Zwecks die Essenz eines gut gelebten Lebens ist. Im modernen Deutschland mit seiner Betonung auf stabilen Karrieren, finanzieller Sicherheit und sozialer Konformität leben viele Menschen erfolgreiche Leben nach äußeren Standards, fühlen aber eine innere Leere, weil sie nicht ihren wahren Zweck leben. Wie entdeckt man seinen Zweck mit sokratischen Fragen? Reservieren Sie ruhige Zeit und fragen Sie sich, was würde ich tun, wenn Geld keine Sorge wäre? Keine unrealistischen Fantasien, sondern was mich wirklich energetisiert und mich lebendig fühlen lässt. Wann in meinem Leben fühlte ich mich am erfülltesten? Was tat ich? Mit wem war ich? Warum war das bedeutsam? Wenn ich wüsste, dass ich in 5 Jahren sterben werde, was würde ich in meinem Leben jetzt ändern? Was soll man bei meiner Beerdigung über mich sagen? Lebe ich im Einklang damit? Diese Fragen sind kraftvoll, weil sie durch soziale Erwartungen schneiden und zum Kern dessen gelangen, was wirklich für sie wichtig ist, nicht für ihre Eltern, nicht für die Gesellschaft, sondern für sie. Sokrates lehrt uns, dass das Leben ohne Untersuchung dieser grundlegenden Fragen zu führen bedeutet, das einzige Leben zu verschwenden, das wir haben. Und er hat absolut recht. Wie viele Menschen erreichen 60, 70 Jahre und schauen mit Bedauern zurück, weil sie nie anhielten, um zu fragen, was sie wirklich vom Leben wollten. Sprechen wir über etwas extrem Relevantes für die zeitgenössische deutsche Gesellschaft, kulturelle Integration und Zusammenleben mit Unterschieden. Das moderne Deutschland ist multikulturell, mit Menschen aus Hunderten verschiedener Länder, die zusammenleben. Das schafft sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Sokrates lebte in einem Athen, das für seine Zeit auch kosmopolitisch war, mit Menschen aus verschiedenen Teilen der griechischen Welt und darüber hinaus. Er entwickelte einen faszinierenden Ansatz zum Umgang mit Meinungs- und Werteunterschieden. Seine Technik bestand immer darin, mit der Findung von Übereinstimmungspunkten zu beginnen, bevor er Unterschiede erforschte. Wenn er mit jemandem sprach, der völlig gegensätzliche Ansichten zu seinen hatte, begann er mit Fragen zu grundlegenden Werten, die alle teilen. Willst du glücklich sein? Willst du, dass deine Familie sicher ist? Schätzt du Ehrlichkeit? Nachdem er diese gemeinsame Basis etabliert hatte, erforschte er: Wenn wir beide diese gleichen Ergebnisse wollen, lass uns gemeinsam untersuchen, welcher Weg uns wirklich dorthin führt. Wenden Sie dies in realen Situationen kultureller Konflikte in Deutschland an. Stellen Sie sich Spannungen zwischen einheimischen Deutschen und Einwanderern über eine Gemeinschaftsfrage vor. Anstatt dass jede Seite die andere angreift, nutzen Sie den sokratischen Ansatz. Wir alle wollen, dass unsere Kinder sicher aufwachsen und Chancen haben. Richtig? Lass uns gemeinsam untersuchen, wie beeinflussen verschiedene kulturelle Praktiken dieses Ziel? Gibt es Möglichkeiten, beide Traditionen zu ehren, während wir Sicherheit für alle schaffen? Was nehmen wir über die andere Gruppe an, das vielleicht nicht wahr ist? Das löst nicht magisch alle Konflikte, aber es ändert die Dynamik von Konfrontation zu Zusammenarbeit bei der Suche nach Lösungen. Sokrates hatte auch tiefe Weisheit über Zeit und Prioritäten. Er verbrachte Stunden in philosophischen Gesprächen auf dem Markt von Athen, scheinbar zeitverschwendend, während er arbeiten und Geld verdienen könnte. Aber er verstand etwas, das unsere beschäftigte Ära vergessen hat. Denken ist keine Zeitverschwendung, es ist eine wesentliche Investition. In der deutschen Kultur harter Arbeit und ständiger Produktivität besteht eine echte Gefahr von Burnout, weil die Menschen nicht anhalten zu denken. Sie tun nur. Tun ohne Reflexion. Sehen Sie, wie viele Menschen 50, 60 Stunden pro Woche arbeiten, aber nie anhalten zu fragen: Arbeite ich an den richtigen Dingen?
Bringt mich diese Arbeit meinen Lebenszielen näher oder hält sie mich nur beschäftigt? Implementieren Sie sokratische Zeit in Ihre Routine, 1 Stunde pro Woche, ohne Ablenkungen, nur zum Denken und um sich selbst wichtige Fragen zu stellen. Es ist keine passive Meditation, es ist aktive Reflexion über Ihr Leben, Ihre Entscheidungen, Ihre Ziele. Die meisten Menschen denken, sie haben keine Zeit dafür. Sokrates würde sagen, sie haben keine Zeit, es nicht zu tun. 1 Stunde Reflexion kann Dutzende von Stunden Arbeit in die falsche Richtung sparen. Sie kann Jahre verhindern, ein Leben zu leben, das nicht wirklich ihres ist. Jetzt wenden wir Sokrates auf ein sehr deutsches und sehr modernes Problem an: die Obsession mit Effizienz und Optimierung. Die deutsche Kultur schätzt Effizienz enorm, Dinge auf die bestmögliche Weise zu tun, keine Zeit oder Ressourcen zu verschwenden. Das ist bewundernswert, aber es kann zu einer gefährlichen Falle führen. Sie können Ihr Leben vollständig optimieren, um die falschen Ziele zu erreichen. Sie können extrem effizient darin werden, Dinge zu verfolgen, die Sie nicht glücklich machen. Sokrates erinnert uns daran, dass wir, bevor wir fragen, wie mache ich das effizient, fragen sollten, soll ich das tun? Praktisches Beispiel: Sie können ein perfektes System zum Verwalten von E-Mails haben, alle in Rekordzeit beantworten, jeden Tag Inbox Zero haben. Wunderbar. Aber wenn 80% dieser E-Mails über Projekte sind, die nicht wichtig sind, im Zusammenhang mit einer Arbeit, die Sie nicht erfüllt, ist Ihre Effizienz nur eine aufwendige Art, Ihr Leben organisiert zu verschwenden. Die grundlegende sokratische Frage ist: Bin ich bei den richtigen Dingen effizient? Nicht nur bin ich effizient. Diese Unterscheidung ändert alles. Sprechen wir über etwas, das Sokrates zutiefst schätzte: wahre Freundschaft versus oberflächliche Verbindungen. Er hatte wenige sehr enge Freunde anstatt vieler oberflächlicher Verbindungen. In einer Ära sozialer Medien, in der Menschen 500 Freunde auf Facebook haben, sich aber zutiefst einsam fühlen, ist das entscheidend. Sokrates glaubte, dass wahre Freundschaft auf gemeinsamer Tugend und gegenseitiger Suche nach Wahrheit und Verbesserung basiert. Es geht nicht darum, immer zuzustimmen. Es geht darum, sich gegenseitig zum Wachsen herauszufordern. Ein wahrer Freund ist in der sokratischen Sicht jemand, der Sie genug liebt, um schwierige Wahrheiten zu sagen, wenn nötig. Wie kultiviert man sokratische Freundschaften im modernen Deutschland? Stellen Sie tiefe Fragen in Gesprächen anstatt nur oberflächlichen Smalltalk. Wenn Sie einen Freund zum Kaffee treffen, anstatt nur über Arbeit und Wetter zu sprechen, fragen Sie: Wie geht es dir wirklich? Was fordert dich gerade heraus? Worüber denkst du tief nach? Vor welcher schwierigen Entscheidung stehst du? Und wenn Ihr Freund etwas teilt, nutzen Sie sokratische Fragen, um ihm zu helfen, tiefer nachzudenken, nicht nur um oberflächliche Ratschläge zu geben. Wenn er sagt, er ist unglücklich bei der Arbeit, sagen Sie nicht sofort, dann kündige. Oder jeder beschwert sich über die Arbeit. Fragen Sie: Was genau macht dich unglücklich? Ist es die Arbeit selbst, die Umgebung, der Mangel an Zweck? Ist das etwas Vorübergehendes oder Strukturelles? Was hast du bereits versucht zu ändern? Was hindert dich daran, größere Veränderungen vorzunehmen? Diese Gespräche verbinden Menschen auf einer viel tieferen Ebene als über Fußball oder die letzte Folge der beliebten Serie zu sprechen. Und diese tiefen Verbindungen sind es, die uns wirklich in schwierigen Momenten des Lebens unterstützen. Sokrates lehrt uns auch über Resilienz und wie man mit Misserfolgen umgeht. Er verlor Schlachten, wurde öffentlich lächerlich gemacht, seine Ideen wurden abgelehnt, er wurde schließlich zum Tode verurteilt. Aber er behielt seine Integrität und Gelassenheit durch all das bei. Wie? Er machte eine klare Unterscheidung zwischen Dingen unter seiner Kontrolle und Dingen außerhalb seiner Kontrolle. Das nimmt den Stoizismus vorweg, der nach ihm kommen würde. Er kontrollierte seine Entscheidungen, seine Werte, seine Handlungen. Er kontrollierte nicht die Meinungen anderer, die äußeren Ergebnisse, die Umstände. Modernes Beispiel:
Sie haben monatelang an einem wichtigen Projekt im Unternehmen gearbeitet. Sie haben 100% gegeben, alles richtig gemacht nach Ihrem Verständnis. Das Projekt scheitert aus externen Gründen. Der Markt hat sich verändert, die Wirtschaft ist in eine Rezession geraten, irgendetwas außerhalb Ihrer Kontrolle. Die nicht-sokratische Antwort ist, sich selbst vollständig zu beschuldigen, zu fühlen, dass Sie ein Versager sind, in Depression zu verfallen. Die sokratische Antwort ist zu fragen, habe ich die besten Entscheidungen mit den Informationen getroffen, die ich zum Zeitpunkt hatte? Habe ich gemäß meinen Werten gehandelt? Habe ich etwas Wertvolles aus dieser Erfahrung gelernt? Bedeutet das Scheitern dieses spezifischen Projekts, dass ich als Person ein Versager bin? Was steht jetzt unter meiner Kontrolle? Diese Unterscheidung befreit Sie von der Tyrannei, das Unkontrollierbare kontrollieren zu wollen, und befähigt Sie, Energie auf die Dinge zu konzentrieren, die Sie beeinflussen können. Wenden wir Sokrates auf die moderne Kommunikation an, besonders in deutschen beruflichen Kontexten. Die deutsche Kommunikation ist berühmt dafür, direkt zu sein, was Vorteile hat, aber manchmal kann diese Offenheit unnötige Konflikte schaffen. Sokrates war extrem direkt in seinen Fragen, aber auf eine Weise, die zur Reflexion einlud, anstatt Abwehrhaltung zu schaffen. Der Unterschied liegt in der Absicht und in der Form. Er wollte wirklich verstehen und Menschen helfen, sich selbst zu verstehen. Er wollte nicht beweisen, dass er Recht hatte oder jemanden demütigen. Beim nächsten Meeting, bei dem Sie mit einem Vorschlag nicht einverstanden sind, anstatt zu sagen, diese Idee wird nicht funktionieren, weil X, Y, Z, probieren Sie den sokratischen Ansatz, helfen Sie mir, besser zu verstehen. Wie sehen Sie diesen Vorschlag in der Praxis funktionieren? Welche Hindernisse erwarten Sie und wie planen Sie, sie zu überwinden? Haben Sie diese Alternative in Betracht gezogen? Was sind die Vor- und Nachteile jedes Ansatzes? Sehen Sie den riesigen Unterschied. Im ersten Fall haben Sie eine Konfliktposition geschaffen. Im zweiten Fall haben Sie einen Raum für kollaborative Erkundung geschaffen. Und häufig entdeckt die Person durch diese Fragen selbst die Fehler in ihrem Vorschlag, ohne sich angegriffen zu fühlen. Sokrates hatte eine faszinierende Beziehung zu Tod und Sterblichkeit. Als er verurteilt wurde, hätte er aus Athen fliehen können. Seine Freunde hatten alles organisiert. Aber er entschied sich zu bleiben und das Urteil zu akzeptieren, weil er glaubte, dass es falsch wäre, die Gesetze der Stadt zu brechen, selbst wenn diese Gesetze ihm gegenüber ungerecht waren. Das lehrt uns etwas Tiefgreifendes über Integrität, nach seinen Prinzipien zu leben, selbst wenn es unbequem ist, selbst wenn es hohe Kosten hat. Wie viele Menschen haben Prinzipien, die sie verteidigen, wenn es einfach und bequem ist, aber aufgeben in dem Moment, in dem es schwierig wird? Denken Sie an Situationen, in denen Ihre Integrität getestet wird. Sie können bei Ihrer Steuererklärung lügen und werden wahrscheinlich nicht erwischt. Sie können bei der Arbeit betrügen und niemand wird es herausfinden. Sie können eine Verpflichtung verraten und eine überzeugende Ausrede erfinden. Die sokratische Frage ist nicht, werde ich erwischt, sondern zu welcher Art von Person werde ich, wenn ich das tue? Kann ich mich selbst respektieren? Kann ich nachts ruhig schlafen und wissen, wer ich bin? Sokrates lehrt uns, dass der größte Schaden, den wir anrichten können, nicht anderen gegenüber ist, sondern uns selbst gegenüber, wenn wir unsere eigenen Werte verraten. Sie können die ganze Welt täuschen, aber sie können sich selbst nicht täuschen. Und mit dieser inneren Dissonanz zu leben ist eine Form psychischer Folter. Sprechen wir über etwas sehr Aktuelles: Information versus Weisheit. Wir leben im Informationszeitalter, wo wir sofortigen Zugang zu mehr Wissen haben, als Sokrates sich vorstellen konnte. Aber haben wir mehr Weisheit? Absolut nicht. Sokrates unterschied klar zwischen dem Kennen von Fakten und dem Verstehen von Bedeutung. Sie können Millionen von Fakten kennen und keine Weisheit darüber haben, wie man gut lebt. Sie können 10 Diplome haben und keine Klarheit darüber, was im Leben wirklich wichtig ist. Im modernen Deutschland mit seinem ausgezeichneten Bildungssystem besteht das Risiko,
formale Bildung mit echter Weisheit zu verwechseln. Jemand kann einen Doktortitel in Philosophie haben, aber kein philosophisches Denken auf das eigene Leben anwenden. Kann alles über Sokrates wissen, aber nicht sokratisch leben. Sokratische Weisheit kommt nicht vom Anhäufen von Informationen, sondern vom kritischen Untersuchen dieser Informationen und ihrer Anwendung auf das wirkliche Leben. Jedes Mal, wenn Sie etwas Neues lernen, stellen Sie die sokratischen Fragen. Wie bezieht sich das auf das, was ich bereits weiß? Widerspricht das Überzeugungen, die ich habe? Warum glaube ich an diese Überzeugungen? Wie kann ich testen, ob diese neue Information wahr ist? Wie kann das mein Leben und das Leben der Menschen um mich herum verbessern? Verwandeln Sie Information durch kritisches Hinterfragen in Weisheit. Sokrates lehrt uns auch über intellektuelle Demut, etwas Wesentliches in einer Ära, in der jeder starke Meinungen zu allem hat. Er wurde als der weiseste Mann Athens betrachtet, nicht weil er mehr wusste als alle anderen, sondern weil er anerkannte, wie viel er nicht wusste. Das ist befreiend. Sie müssen nicht zu allem eine starke Meinung haben. Sie können sagen, ich weiß nicht genug über dieses Thema, um eine informierte Meinung zu haben. Das ist keine Schwäche, das ist intellektuelle Ehrlichkeit. Wie viele Debatten und Konflikte könnten vermieden werden, wenn Menschen einfach zugeben würden, wenn sie nicht genug Wissen haben, anstatt Positionen zu verteidigen, die auf Unwissenheit basieren? Praktisches Experiment. In den nächsten 2 Wochen, immer wenn Sie jemand nach Ihrer Meinung zu etwas fragt, das Sie nicht tief verstehen, sagen Sie ehrlich, ich kenne dieses Thema nicht gut genug, um eine gültige Meinung zu haben. Sehen Sie, wie das Gespräche verändert. Sehen Sie, wie das Raum für echtes Lernen schafft, anstatt Debatten, die auf gegenseitiger Unwissenheit basieren. Wenden wir Sokrates auf die Kindererziehung an, etwas Grundlegendes für jede Gesellschaft. Der sokratische Ansatz zur Kindererziehung ist revolutionär im Vergleich zu den meisten modernen Methoden. Anstatt einfach Befehle zu geben und Gehorsam zu erwarten, oder totale Permissivität, das Kind tun zu lassen, was es will, würde Sokrates uns einen dritten Weg zeigen, durch Fragen zu lehren, die Denkfähigkeit entwickeln. Wenn Ihr 8-jähriger Sohn seinen jüngeren Bruder schlägt, anstatt ihn einfach zu bestrafen und zu sagen, schlag nicht, versuchen Sie den sokratischen Ansatz. Warum hast du deinen Bruder geschlagen? Wie fühlst du dich, wenn dich jemand schlägt? Denkst du, dein Bruder fühlt sich anders? Hat Schlagen das Problem gelöst oder ein größeres Problem geschaffen? Was hättest du anders machen können? Was für eine Person wirst du sein? Spiegelt diese Handlung wider, wer du sein willst? Das dauert viel länger als einfach zu bestrafen, aber es entwickelt etwas unendlich Wertvolleres: Fähigkeit zur moralischen Reflexion, Empathie und innere Selbstkontrolle, anstatt nur Gehorsam, der auf Angst vor äußerer Bestrafung basiert. Kinder, die sokratisch erzogen werden, werden Erwachsene, die kritisch denken, die Autorität respektvoll hinterfragen, die ethische Entscheidungen basierend auf Vernunft treffen, anstatt nur blind Regeln zu folgen. Das ist wesentlich für eine gesunde Demokratie. Sokrates lehrt uns auch über die Kunst, gute Fragen zu stellen versus manipulative Fragen zu stellen. Es gibt einen riesigen Unterschied. Echte sokratische Fragen kommen aus echter Neugier, dem Wunsch zu verstehen, intellektueller Demut. Manipulative Fragen sind Fallen, die als Fragen getarnt sind. Wie unterscheiden? Echte Fragen sind offen, sie wollen wirklich die Antwort hören und sind bereit, ihre Meinung basierend auf guten Argumenten zu ändern. Manipulative Fragen sind geschlossen. Sie haben bereits die richtige Antwort entschieden und wollen nur die Person zwingen zuzugeben, dass sie recht haben. Beispiel einer manipulativen Frage. Denkst du nicht, dass es besser wäre, es auf meine Weise zu machen? Das ist keine echte Frage, es ist eine getarnte Aussage. Beispiel einer echten sokratischen Frage. Welche Vor- und Nachteile siehst du bei jedem Ansatz? Was übersehe ich in meiner Perspektive? Diese Unterscheidung ist kritisch. Manipulative Fragen zerstören Vertrauen und schaffen Groll.
Echte Fragen bauen Beziehungen auf und führen zu tieferem Verständnis. Sprechen wir über etwas, das Sokrates ständig betonte: die Verbindung zwischen Wissen und Tugend. Er glaubte, dass wenn sie wirklich verstehen, was gut ist, sie natürlich Gutes tun werden. Das Böse kommt aus Unwissenheit, nicht aus absichtlicher Bosheit. Klingt das naiv? Tatsächlich ist es sehr praktisch. Denken Sie an die Maler, als sie Entscheidungen trafen, die ihnen selbst schadeten. Zu viel essen, zu viel trinken, Geld ausgeben, das sie nicht hatten, etwas Wichtiges aufschieben. In dem Moment ignorierten sie die wahren Konsequenzen oder verstanden sie nicht tief. Wenn sie wirklich verstehen würden, viszerell, nicht nur intellektuell, wie diese Zigarette ihre Lungen zerstört, würden sie rauchen? Wenn sie wirklich verstehen würden, wie diese unverantwortliche finanzielle Entscheidung in den nächsten Jahren Stress erzeugen wird, würden sie diese Entscheidung treffen? Die sokratische Einsicht ist, dass selbstzerstörerisches Verhalten daher kommt, die Konsequenzen nicht tief zu verstehen. Also ist die Lösung nicht nur Willenskraft, es ist ihr echtes Verständnis durch Hinterfragen und Reflexion zu erhöhen. Bevor Sie etwas potenziell Schädliches tun, stellen Sie die sokratischen Fragen. Verstehe ich die Konsequenzen dieser Handlung vollständig? Nicht nur theoretisch, sondern wirklich? Habe ich mir bereits lebhaft vorgestellt, wie ich mich morgen, nächste Woche, nächstes Jahr fühlen werde, wenn ich das tue? Ist das mit der Person ausgerichtet, die ich sein will? Dieses Niveau der Reflexion verhindert viele destruktive Verhaltensweisen. Sokrates hatte auch Weisheit über Führung. Er diente als Soldat, suchte aber nie Positionen politischer Macht, obwohl er sicherlich enormen intellektuellen Einfluss hatte. Er verstand, dass wahre Führung nicht von Titel oder formaler Autorität kommt, sondern von Charakter und Weisheit. Wie ist man ein sokratischer Führer im modernen deutschen Kontext, sei es in einem Unternehmen, einer Familie oder einer Gemeinschaft? Führen Sie durch Fragen, die andere befähigen zu denken, nicht durch Befehle, die Abhängigkeit schaffen. Wenn Ihr Team vor einem Problem steht, anstatt sofort die Lösung zu geben, fragen Sie: Wie seht ihr diese Herausforderung? Welche Optionen habt ihr bereits in Betracht gezogen? Was sind die Vorteile jeder Option? Was können wir aus ähnlichen Situationen in der Vergangenheit lernen? Welche Ressourcen haben wir, die wir vielleicht nicht nutzen? Das entwickelt die Denkfähigkeit Ihres Teams. Sie lösen nicht nur dieses spezifische Problem, sie werden besser darin, zukünftige Probleme zu lösen. Sie haben ihnen beigebracht zu fischen, nicht nur einen Fisch gegeben. Sokratische Führer schaffen andere Führer. Autoritäre Führer schaffen abhängige Anhänger. Der Unterschied ist riesig. Jetzt kommen wir zum Ende dieser Reise durch sokratische Weisheit angewendet auf das moderne Leben. Aber bevor wir fertig sind, möchte ich über den wichtigsten Aspekt sprechen: wie man anfängt, heute sokratischer zu leben. Sie müssen keine radikalen Veränderungen vornehmen. Sie müssen nicht alles aufgeben und professionelle Philosophen werden. Fangen Sie klein an. Wählen Sie einen Bereich Ihres Lebens, in dem Sie diese Woche sokratisches Hinterfragen anwenden werden. Es kann bei der Arbeit sein, in einer bestimmten Beziehung, bei einer Entscheidung, vor der Sie stehen, bei Gewohnheiten, die Sie ändern möchten. Jeden Tag reservieren Sie 10 Minuten, um sokratische Fragen über diesen Bereich zu stellen. Schreiben Sie die Fragen und Ihre Reflexionen in ein Notizbuch. Urteilen Sie nicht über Ihre Antworten, erkunden Sie einfach ehrlich. Nach einer Woche überprüfen Sie, was Sie geschrieben haben. Sie werden schockiert sein, wie viele Einsichten einfach durch das Stellen der richtigen Fragen entstanden sind. Einsichten, die die ganze Zeit in Ihnen waren und darauf warteten, durch Hinterfragen entdeckt zu werden. Denken Sie daran, Sokrates hatte keine Superkräfte. Er war ein gewöhnlicher Mann, der eine außergewöhnliche Methode des Denkens entwickelte. Und diese Methode ist für uns alle verfügbar. Sie ist nicht exklusiv für Akademiker oder Intellektuelle. Sie ist für jeden, der bereit ist, sein Leben ehrlich zu untersuchen. Das untersuchte Leben, das Sokrates verteidigte,
ist kein Leben der Lähmung durch Analyse. Es bedeutet nicht, nur zu denken, ohne jemals zu handeln. Es bedeutet, absichtlich zu leben, bewusste Entscheidungen basierend auf sorgfältiger Reflexion zu treffen, anstatt einfach automatisch auf Reize um uns herum zu reagieren. Sie haben ein Leben, ein einziges kostbares Leben. Werden Sie es auf Autopilot leben, Skripten folgen, die von anderen geschrieben wurden, Muster wiederholen, ohne sie zu hinterfragen? Oder werden Sie aufwachen und bewusst leben, bewusste Entscheidungen darüber treffen, wer Sie sein wollen und wie Sie leben wollen? Sokrates starb vor 2400 Jahren, aber seine Methode ist lebendiger und relevanter denn je. In einer Welt voller Informationen, aber arm an Weisheit, in einer Welt, die uns unter Druck setzt zu folgen, zu konsumieren, zuzustimmen, zu gehorchen, gibt uns die sokratische Methode etwas Kostbares, Freiheit durch kritisches Denken. Und jetzt kommen wir zum Ende dieser Reise. Aber tatsächlich ist es nur der Anfang Ihrer persönlichen sokratischen Reise. Wenn dieses Video Sie auf irgendeine Weise berührt hat, wenn es Sie dazu gebracht hat, anders über Ihr Leben nachzudenken, wenn es Sie inspiriert hat, mehr Fragen zu stellen und mehr Wahrheiten zu suchen, dann habe ich mein Ziel erreicht. Abonnieren Sie diesen Kanal jetzt, denn jede Woche bringe ich Inhalte wie diese. Antike Philosophie angewendet auf das moderne Leben auf praktische und transformative Weise. Es ist keine abstrakte Theorie, die in Büchern stecken bleibt, es ist Weisheit, die echte Leben verändert. Aktivieren Sie die Glocke, um kein Video zu verpassen.